Servus zusammen. Im letzten Video zu Infinity ging es ja einmal ein bisschen so um einen Einstieg, was das Spiel überhaupt ist. Und heute wollen wir uns ein wenig die Basics ansehen, um mal so einen Blick darauf zu bekommen, wie die Regeln so aufgebaut sind, beziehungsweise was es hier so Besonderes natürlich auch gibt, beziehungsweise was bekannt aus anderen Tabletop-Systemen sein könnte. Mal allem voran, als ein Tabletop-Spiel verwendet natürlich auch Infinity ein Maßband, um Entfernungen zu messen. Das passiert im Regelfall in Inches. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, in Zentimetern zu spielen. Das wird tatsächlich auch über das Spielsystem unterstützt. Auch in der Infinity Army App, wo ihr eure Armee zusammenstellen könnt, habt ihr eben die Möglichkeit, auf Zentimeter umzuschalten, sowohl was die Bewegungsentfernungen dann im Spiel betrifft, als auch Entfernungen für Waffen. Also das wird auch voll und ganz unterstützt. Soweit mir bekannt verwendet aber jeder Inches. Auch ich habe es bisher nur auf diese Art und Weise gespielt. Dann, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, wir haben hier ein Science-Fiction-Spiel im Skirmish-Format, daher auch nur sehr wenige Figuren. Die offizielle Regelung geht davon aus, dass man eben 3 Spielgrößen hat mit 15 Punkte zu Anfang, 25 Punkte oder 30 Punkte, wobei die kleinste Spielgröße, die von 15, eben auf diesen Startgrößen hier mit 24 mal 32 Inches dann gespielt wird, die man auch in den Operations 2-Spieler Starterboxen mitbekommt. Also das, was hier auch aufgebaut ist von der Größe, und das große Format mit den vollen 30 Punkten, also doppelte Spielgröße, was auch Standard ist, wird dann auf 48 x 48 Zoll gespielt. Und wir werden uns jetzt auch mal mit diesem System in der vollen 30er Spielgröße beschäftigen, beziehungsweise auch allgemein trifft das natürlich zu auf jede Größe, aber generell habt ihr, wenn ihr Infinity auf die volle Größe hin spielt, die Möglichkeit, bis zu 10 Modelle mitzunehmen. So wie wir hier eben unsere Modelle stehen haben, könnt ihr bis zu 10 davon insgesamt in eure Armee aufnehmen, die dann nicht mehr als 30 Punkte insgesamt kosten dürfen. Mehr als 10 Modelle sind nicht erlaubt. Ausnahmen sind natürlich dann Figuren, die nur als Marker gelten oder dargestellt werden. Aber alles, was eine quasi richtige Einheit, Figur auf dem Spielfeld ist, wird gezählt und davon dann eben maximal 10 Figuren. Das ist so die Maximalgröße, über das könnt ihr niemals hinauskommen. Dementsprechend hättet ihr dann natürlich für ein 15-Punkte-Spiel natürlich auch die maximal 10 Modelle zur Auswahl, aber wie wir hier auch schon sehen, kleineres Spielfeld, ich habe hier nur mal 4 Figuren aufgebaut, weil das so ungefähr dann der Größe entsprechen könnte, vielleicht noch eine Figur oder 2 Figuren mehr, um dann auf die 15 Punkte Spielgröße zu kommen, wenn ihr eben Anfänger seid. Das ist auch dann ungefähr das, was ihr dann meistens mit den vollen 7 Figuren spielen werdet, was ihr in den Operation Starterboxen findet. Da wir schon bei den Figuren waren, bringt mich das gleich zum nächsten Thema, und zwar den Ordern. Denn jede Figur, jede reguläre Figur, die ihr im Spiel in eurer Armeeliste habt, generiert eine Order. Diese werden durch diese Order-Token hier dargestellt. Das sind auch diese offiziell, die ihr aus diesen Starterboxen bekommt. Die sind beidseitig bedruckt und eben dieser grüne Aufdruck hier bezeichnet eine Regular Order, und für jede Figur, die ihr im Spiel habt, bekommt ihr einen von diesen Markern.
eben, wenn ihr die volle 10 Modelle am Anfang in eurer Armee habt, habt ihr dann 10 von diesen Markern. Diese Marker könnt ihr jetzt verwenden, um Aktionen mit euren Figuren auszuführen. Also die wandern insgesamt in einen Pool, der eurer Armee pro Runde, wenn ihr aktiv an der Reihe seid, zur Verfügung steht. Und damit könnt ihr dann arbeiten. Denn im Unterschied mit anderen Tabletops ist es bei Infinity nicht nur möglich, eine Figur zu aktivieren, um sich mit dieser zu bewegen und zum Beispiel zu schießen oder im Nahkampf zu kämpfen. Und dann ist diese Einheit bzw. Figur für diese Runde beendet und man kann nur mehr die noch nicht aktivierten Figuren benutzen, sondern in Infinity funktioniert das anders und genau dafür habt ihr eben diese Order-Tokens. Ich habe jetzt mal 2 vorbereitet, um das herzuzeigen. Die liegen da neben mir in einem Pool vor mir. Und wenn ich jetzt als aktiver Spieler an der Reihe bin, nehme ich aus meinem Pool von noch 2 Order diese raus, lege diese zum Beispiel, um es anzuzeigen, jetzt für unser Beispiel hier zu dieser Figur hin, weil ich sage, ich möchte diese Figur aktivieren mit dieser Order, die ich hier gerade verwende. Und über diese Order habe ich jetzt die Möglichkeit, mit dieser Figur etwas zu machen. Das können 2 kurze Skills sein in verschiedensten Kombinationen. Das wird im Regelbuch ganz gut erklärt und im Laufe der Zeit über Videos werden wir uns das Ganze auch noch im Detail ansehen. Aber grundsätzlich gesagt, ihr könnt eben mit diesen Order-Tokens dann eure Einheiten aktivieren und meistens eine lange oder 2 kurze Aktionen durchführen. Für unser Beispiel hier könnte das jetzt bedeuten, unser Modell hier könnte sich jetzt mit der ersten Aktion bewegen. Das muss ich vorher ansagen. Könnte ich sagen in diese Richtung und dann könnte sich die Figur ihre volle erste Bewegung einmal bewegen. Das wäre ein kurzer Skill und mit dem zweiten Skill könnte die Figur dann schießen als Beispiel. Jetzt ist es aber eben wie gesagt so, dass nach dieser Aktivierung dieser Einheit diese nicht beendet sein muss, sondern wir haben in unserem Pool ja noch eine zweite Order übrig gehabt und diese können wir jetzt da verwenden, um entweder eine der anderen 3 Figuren, die wir hier noch nicht aktiviert haben, zu verwenden. Wir könnten aber auch sagen, wir haben uns zum Beispiel mit unserer ersten Aktion, mit unserer ersten Order hier nach vorne bewegt, mit dem ersten Skill und mit dem zweiten Skill auf einen Gegner hier weiter vorne geschossen, haben aber keinen Schaden gemacht und wollen dort aber nicht stehen bleiben, wo wir jetzt sind. Also könnten wir diese zweite Order zum Beispiel auch ausgeben, um uns mit einer doppelten Bewegung zum Beispiel von hier hinter Deckung zu bewegen. Und damit hätten wir mit diesen 2 Order-Tokens ein und dieselbe Figur zweimal in unserer Runde aktiviert. Und das können wir so lange machen, solange wir eben noch Order-Tokens in unserem Pool übrig haben. Wenn diese alle aufgebraucht sind oder wir keine mehr einsetzen wollen, dann geben wir eben den Turn ab und unser Gegner ist an der Reihe mit seinem Turn. Oder es fängt eben die nächste Runde danach an. Ihr seht also, ihr könnt hier schon sehr viel mit euren Order-Tokens anfangen im Spiel, weil ihr theoretisch natürlich auch die Möglichkeit habt, in eurem ganzen Turn alle Order-Tokens nur für eine einzige Figur zu verwenden, weil das zum Beispiel die stärkste in eurer Armee ist und dementsprechend das Ganze so verwenden, um euer Ziel zu erreichen. Wo wir jetzt schon bei den Figuren waren, mit dem Bewegen und dem Ausgeben von Ordern und was wir da ein bisschen damit machen können. Ich habe ja gerade auch gesagt, wir könnten zum Beispiel auch schießen. Für das Schießen werden eben, oder generell jede Aktion, die irgendeinen Wurf erfordert, werden 20-seitige Würfel verwendet und funktioniert eigentlich auch das Schießen
auf die genau gleiche Art und Weise, wie man sich das aus anderen Tabletop-Systemen vorstellen kann, wenn man schon welche spielt. Man aktiviert seine Einheit, die etwas machen soll, und sagt dann eben als einen Skill an, mit dieser Einheit möchte man auf eine andere Einheit schießen, und nachdem das angesagt wurde, wird dann eben mit dem Maßband ganz normal die Entfernung gemessen zum Ziel, und das kann natürlich dann verschiedene Einflüsse haben, denn jede Waffe hat unterschiedliche Reichweiten und immer einen Reichweitenbereich, in dem sie sehr gut einsetzbar ist. Da bekommt man dann sogar einen Bonus beim Schießen, aber auch einen schlechten Reichweitenbereich, wo man dann zum Beispiel auch Abzüge bekommen kann. Und so setzt sich das Ganze dann eben zusammen, dass man mit einer Einheit, in dem Fall hier die schießen möchte, den Ballistik-Skill der Einheit hernimmt. Was das alles genau ist bezüglich der Profilwerte, habe ich schon mal in einem anderen Video gemacht. Das werde ich euch hier jetzt auch verlinken. Aber ich denke mir, da werden auch noch später neuere Videos dazu kommen. Grundsätzlich gesagt, jede Figur hat eben diesen Ballistik-Skill. Nehmen wir an, diese Figur hat Ballistik-Skill von 12 und würde jetzt auf eine Einheit, die irgendwo hier hinten dann steht, vom Gegner schießen. Dann würde dieser Ballistik-Skill von 12 genommen werden, eventuelle Modifikatoren dazukommen, wie zum Beispiel, wir sind in guter Reichweite, also bekommen wir zum Beispiel +3, dann wird aus 12 15 zum Beispiel. Wenn der Gegner dann in Deckung steht, ziehen wir wieder 3 ab, also wären wir wieder auf 12 und haben so mit eventuell noch weiteren Modifikatoren dann unseren Zielwert. Nehmen wir jetzt als Beispiel eben an die 15, also 12 als ballistische Fertigkeit und +3 für die Reichweite auf gute Reichweite, also 15. Und dann nehmen wir eine Anzahl an Würfeln, so viele wie wir für die jeweilige Waffe verwenden dürfen. Diese werden geworfen und jede 15 oder weniger wäre dann ein Treffer. In meinem Fall, ich habe hier eine 13 und eine 17 gewürfelt. 15 oder weniger brauchen wir, um zu treffen. Das heißt, die 13 hätte getroffen, die 17 wäre zu hoch und wir hätten damit einen Treffer verursacht, und jetzt müsste unser Gegner einen Rüstungswurf machen. Je nach Waffe wird hier ein Wert verwendet, entweder die Rüstung oder der BTS-Wert, wenn man eben einen hat. Also da wird dann nachgeschaut, der kann auch 0 sein bei der Zieleinheit, die getroffen wurde. Und dann eben wird ein Rüstungswurf durchgeführt. Das funktioniert auf die gleiche grundsätzliche Art und Weise mit den Modifikatoren und allem. Nur beim Treffen mussten wir jetzt, wie bei den meisten anderen Würfen, auf einen Zielwert oder darunter würfeln. Der Rüstungswurf ist der einzige Wert oder der einzige Wurf, wo wir darüber würfeln müssen. Also sagen wir, unsere Waffe, mit der wir hier geschossen haben, die hat dann einen Stärkewert, in dem Fall 14. Dieser Wert wird hergenommen und auf diesen Wert werden dann diverse Modifikatoren angerechnet. Und hierbei wird eben nicht der Rüstungswurf oder etwas Ähnliches modifiziert, sondern der Ausgangswert der Waffe, also der Stärkewert. In dem Fall, wir hätten hier eine Stärke von 14, haben wir vorhin als Beispiel genommen. Wenn jetzt da unser Ziel einen Rüstungswert hat, zum Beispiel von 3, dann ziehen wir von den 14 diese 3 ab, dann kommen wir auf 11. Und zum Beispiel ist die Einheit dann auch noch in Deckung, dann ergibt das nochmal -3, dann sind wir auf 8. Und auf diesen Zielwert von 8 muss jetzt der Getroffene, also der Gegenspieler, einen Rüstungswurf durchführen mit seiner Einheit, würfelt also einen Würfel, hätte hier jetzt eine 2 gewürfelt. Beim Schießen wäre ein niedriger Wert von Vorteil, hier ist er von Nachteil. Eine 2 würde bedeuten, das Zielmodell, das getroffen wurde, erleidet einen Schaden. In den meisten Fällen, viele Einheiten haben nur einen Lebenspunkt, fallen dadurch eben auf 0 Lebenspunkte, werden dadurch aber nicht aus dem Spiel entfernt, so wie in vielen Tabletops,
sondern nur bewusstlos, kann man also mit weiterführenden Regeln dann durchaus wieder ins Spiel zurückbringen. Für den Fall, dass die getroffene Figur einen Lebenspunkt jetzt verloren hat und nur einen hatte und somit auf 0 sinkt, würde jetzt hier so ein Bewusstlos-Token neben die Figur gelegt werden, um anzuzeigen, dass diese Figur nicht mehr am Spiel teilnimmt, sondern eben bewusstlos ist. Damit generiert dann für den Gegner diese Figur auch keine Order-Tokens mehr in der nächsten Runde, solange die Figur nicht wieder zurück im Spiel ist. Hätte die Figur zum Beispiel aber 2 Lebenspunkte, würde sie auf einen sinken, wäre noch im Spiel einsetzbar, würde dann aber eben so einen Wunden-Token bekommen, um eben da den Schaden anzuzeigen. Wir hatten jetzt einen Zielwert von 8 gehabt, hätten wir diesen mit unserem Rüstungswurf geschafft, wäre nichts weiter passiert und natürlich dementsprechend auch, wenn wir dann irgendetwas Höheres wie 15 gewürfelt hätten. Dann wären wir genauso erfolgreich gewesen mit dem Rüstungswurf bzw. der Gegner und es wäre nichts passiert. Man hätte den Gegner zwar getroffen, aber sonst ist alles in Ordnung. Und dieses Beispiel, das wir hier jetzt hatten mit dem Treffen und auch dem Rüstungswurf, funktioniert nicht nur beim Schießen, sondern natürlich auch im Nahkampf und da auf die genau gleiche Art und Weise, nur dass anstelle eben eines Ballistic-Skill-Werts ein Close-Combat-Wert verwendet wird und anstelle eines Stärkewerts der Waffe kommt dann eben der Physics-Wert des Trägers der Waffe zum Einsatz. Das sind so die größeren Unterschiede zwischen Beschuss und Nahkampf. Der ein oder andere wird jetzt natürlich sagen, ja, aber da fehlen ja jetzt noch die Criticals. Ja, das stimmt, aber das werde ich jetzt gar nicht weiter behandeln, denn wir werden uns das noch einmal in einem getrennten Video dann ohnehin nochmal im Detail anschauen, wie eben die Attacken und alles funktionieren, ballistische Angriffe oder auch Nahkampfangriffe, und da kommt das sowieso dann im Detail vor. Hier wollte ich jetzt wirklich nur mal auf gewisse Grundlagen eingehen, damit ihr euch so mal einen Überblick über das Spiel verschaffen könnt, um einmal zu sehen, ob euch das vielleicht interessieren könnte, so wie das eben vom generellen Ablauf her bei Infinity funktioniert. Eine Thematik, die vielleicht noch ganz interessant ist, beziehungsweise die ich noch ansprechen möchte, betrifft das Thema Sichtlinien. Denn bei vielen Spielen heißt es dann ja, man misst von Base zu Base oder man misst von der Figur und sieht auf Kopfhöhe oder ähnliches, ob man etwas sehen kann. Und sobald auch nur ein Bruchteil der Figur oder der Base zu sehen ist des Gegners, dann ist die Figur sichtbar. Da hier aber teilweise Figuren durchaus etwas auch ausladender sein können oder unterschiedlich ein bisschen von den Größen, hat das Infinity so gelöst, dass wir hier Silhouettenmarker haben. Das sind hier als Beispiel jetzt auch die Silhouetten, die ihr hier in diesen Operation 2-Spieler Starterboxen bekommt. Ihr könnt hier natürlich auch schöne aus Acryl zum Beispiel kaufen, die dann auch als 3D-Modelle daherkommen. Also da habt ihr eine Reihe von Möglichkeiten, was ihr da machen könnt. Und im Endeffekt wenn wir jetzt uns das Ganze von eurer Seite hier anschauen, dann wird hinter die Figur, die man sehen möchte, quasi diese Silhouette gestellt und dann wird geschaut, ob man eben von der Silhouette etwas sehen kann. Wenn wir hier Silhouette 2 haben, was so ein Infanteriemodell ist, und sobald irgendetwas von dieser Silhouette sichtbar ist, irgendein Teil, dann kann auch die Figur gesehen werden, unabhängig davon, ob man die Figur eben tatsächlich sehen kann. So viel mal allgemein dazu, wird natürlich dann im Detail auch später noch einmal in einem getrennten Video behandelt werden, wenn wir uns das ganze Thema ansehen. Es gäbe hier natürlich noch sehr viel mehr zu sagen, denn auch wenn Infinity Code One die Einstiegsvariante für Infinity ist, ist es dennoch ein durchaus komplexes Spielprinzip, beziehungsweise hat das Spiel durchaus recht komplexe Regeln, und daher eben werde ich es hier an dieser Stelle dann
auch sein lassen für heute. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, die euch hier unklar waren in Bezug auf das, was ich gesagt habe, oder ihr etwas genauer das wissen wollt oder einen Punkt, den ich angesprochen habe, vielleicht etwas genauer wissen wollt in einem zukünftigen Video, dann schreibt das bitte auch unten in die Kommentare. Dann werde ich natürlich versuchen, oder vielleicht auch jemand anderes, der die Antwort weiß, euch das in eurem Kommentar dann auch zu beantworten. Ansonsten werden hier eben über die Zeit weitere Videos dazukommen zur Infinity Code One Serie und wir werden uns Schritt für Schritt die Regeln des Spielsystems ansehen und ich hoffe, ich kann den ein oder anderen da ein bisschen was Interessantes zeigen, beziehungsweise auch vielleicht ein paar von euch motivieren, sich das Spiel mal genauer anzusehen. Und damit hätte ich gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich werde das eine Video mit den Profilen hier auch nochmal verlinken, falls jemand schon weitere Informationen haben möchte. Ich werde das aber in irgendeiner Form sicherlich auch nochmal in einer neuen Variante veröffentlichen. Bis dahin, beziehungsweise eben bis zum nächsten Video. Tschüss.